Das Ferienzentrum Schloss Dankern hat eine neue, hochmoderne Attraktion und ich stehe hier gerade drauf. Was das genau ist, was das alles kann und was das Besondere daran ist, das zeigen wir euch heute in diesem Video. Wir stehen jetzt hier vor der Trekker-Tour und das ist von ABC Rides eine Traktorbahn, aber nicht den Klassiker, den ihr kennt, der schienengeführt ist, sondern der erste AGV und das ist komplett schienenlos, dieses Fahrsystem. Das haben wir euch schon mal als Testaufbau von ABC Rides in der Schweiz gezeigt und jetzt haben wir hier den Prototypen in Schloss Dankern. Das gucken wir uns heute gemeinsam an. Ich finde dieses Gebäude schon so umwerfend. Die Traktoren sehen richtig cool aus. Reden wir gleich noch ein bisschen drüber. Vorneweg reden wir mit Thomas Havlik von ABC Rides und der erzählt uns ein bisschen was, wie es jetzt dazu gekommen ist, dass jetzt der erste Prototyp, oder Prototypen sind immer die ersten, aber der erste neue AGV von ABC Rides hier nach Schloss Dankern gekommen ist. Oder kurz vor der offiziellen Eröffnung, die lang ersehnte. Ja, ich freue mich sehr, sehr, muss ich sagen. Den Tag habe ich lange herbei ersehnt. Weißt du selber, begleitest uns bei diesem Projekt schon von Anfang an. Du warst bei der Teststrecke mit dabei. Seitdem hat sich einiges getan. Wir stehen jetzt hier vor der Anlage an sich. Und ja, ich freue mich auf den Tag, auf die tollen Gäste heute. Und wie ist es dazu gekommen, dass jetzt Schloss Dankern der erste Park ist, der diesen Prototypen vom neuen ADG heißt wie? AGV. AGV, mein Gott. Autonomous Guided Vehicle. Ja, ist ein bisschen kompliziert, das stimmt, aber ja, im deutschsprachigen Raum kann man gerne auch mal AGV sagen. Hört sich sehr technisch an, aber am Ende des Tages ist es auch eine Anlage, die von ihrer Technik lebt. Ja, wie ist es dazu gekommen? Letzten Endes, Schloss Dankern bzw. die Familie von Landsberg hat uns in der Schweiz besucht, hat sich den Prototypen natürlich auch vor Ort angeguckt, ist der Test gefahren und ich glaube, das war somit der Hauptgrund oder das, was überzeugt hat. Da muss ich auch sagen, sehr unkompliziert ist das Ganze dann in einem Vertrag gemündet und dann haben wir knapp 1,5 Jahre später stehen wir jetzt hier und übergeben die Anlage offiziell jetzt an Schloss Dankern und an die Gäste. Was hat sich noch technisch geändert oder wart ihr schon eigentlich so weit beim letzten Mal, dass alles so ist, wie ihr es wollt? Ja, also das sei mal das Grundkonzept und das war ja auch die Idee des Prototypen oder sei mal die Entscheidung, einen Prototypen zu bauen, dass man natürlich sei mal das Grunddesign der Anlage schon vorab fertigt. Es gab jetzt natürlich sehr, sehr viele Anpassungen, will ich gar nicht ins Detail gehen, weil das tatsächlich zu technisch ist und auch mir nicht im Detail alles so bekannt ist, aber hier von der Technik her sind sicherlich viele Anpassungen oder haben viele Anpassungen stattgefunden. Aber die Grundidee, praktisch ein System zu haben, was schienenlos ist, ist natürlich die gleiche geblieben oder ist auch so verwirklicht worden. Wir haben hier die Interaktivität, der Gast oder der Gast, in der Regel auch die Kinder, haben die Möglichkeit, selbst zu lenken, selbst zu steuern, beziehungsweise auch selbst zu beschleunigen. Also um auf die Frage zurückzukommen, technisch hat sich jetzt auf den ersten Blick nicht groß was geändert, im Detail sicherlich. Und auch im Laufe der ersten Saison wird es von unserer Seite aus sicherlich noch Anpassungen geben. Wir werden Schloss Dankern selbstverständlich das ganze Jahr hin begleiten, weitere Erkenntnisse gewinnen. Es wäre jetzt sicherlich falsch zu sagen, dass wir am Ende der Reise sind. Gibt es noch einiges zu tun, aber insgesamt sind wir soweit zufrieden. Mit Schloss Dankern haben wir einen tollen Partner an Land gezogen, der uns auch die ganze Zeit wirklich unterstützt hat. Und in der Stück meiner gemeinsamen Entwicklung sind wir jetzt da, wo wir sind. Und die Reise geht zwar noch weiter, aber ich bin zufrieden. In Echtzeit, wo auch die Traktoren sich jeweils befinden.
Habt ihr abschließend alles ausgereizt, was das System kann, oder wäre hier noch mehr möglich gewesen oder ist allgemein auch mehr möglich? Es ist immer mehr möglich, oder was heißt mehr? Ich würde jetzt nicht sagen mehr möglich, aber man kann natürlich das Streckendesign ist hier so, wie es ist. Das ist natürlich auch eine Entscheidung des Kunden. Jeder Kunde wird sicherlich in Zukunft andere Vorstellungen haben. Von daher ist das hier eine Strecke, die sehr schön ist in ihrer Kurvenkomplexität, sage ich mal. Man kann aber die ganze Sache natürlich anders gestalten. Wie ich schon, glaube ich, damals vor 1,5 Jahren erwähnt habe, das System lässt sich auch sehr gut Indoor, Outdoor integrieren, also auch mit Übergängen. Deswegen würde ich nicht sagen, ob wir alles ausgereizt haben. Nein, weil das System kann sicherlich auch noch mehr. Wir haben jetzt hier in der Streckenführung zum Beispiel keine Kreuzung eingebaut. Das ist, sag ich mal, auch der nächste Schritt, dass das System auch in der Lage wäre, sogenanntes Multiple Pathing, also mehrere Kreuzungen im Design mit einzubauen, sodass der Kunde sich entscheiden kann, jeweils links oder rechts oder wo auch immer in der Kreuzung einzubiegen. Das ist ein Feature, das würde ich mir wünschen, dass wir vielleicht beim nächsten Kunden irgendwo mit einbauen könnten. Aber ansonsten ist das System schon in seiner Entfaltung hier ganz gut angekommen. Vor lauter Aufregung über diese Traktoren, die übrigens eine Weltneuheit sind, und das gab es wirklich so noch nie. Das ist gefühlt in den Videos in letzter Zeit so ein geflügeltes Wort, dass alles eine Weltneuheit ist. Aber ja, Deutschland ist auch das Land der Innovationen und so auch hier in Schloss Dankern. Und Forsthof ist der ganze Themenbereich, die Themenwelt, die mit hier neu geschaffen wurde. Das ist eigentlich das komplette Neue hier im Schloss Dankern. Dazu gibt es hier vorne einen Brunnen. Der Forsthof soll ein wenig das Emsland, wo der Park ja auch liegt, mit aufgreifen und dessen Geschichte und Kultur und Menschen. Und wir haben zum Beispiel, also es gibt ganz viele Sachen, die hier gemacht werden können. Das sieht alles richtig, richtig stark aus. Ich kann das heute, glaube ich, nicht oft genug sagen, wie stark das hier alles thematisiert ist. Und der Hühnerstall Kugelspiel ist eine der Attraktionen, die ihr hier machen könnt. Und wenn ihr dann hier reinkommt, gibt es dann hier die Schloss Dankern Hühnereier, sage ich jetzt mal, weil wir ja im Hühnerstall sind. Das sind runde Kugeln. Und dazu gibt es dann verschiedenste Geschicklichkeitsspiele. Und es fängt relativ simpel an. Aber ihr seht, es gehört schon ein bisschen mehr dazu, um die Kugel hier durchzubekommen. Und dann gibt es die Hühner, die natürlich hier im Stall sitzen und
ja, die legen ihre Eier und dann gibt es verschiedenste Geschicklichkeitsspiele. Hier ist der Start, um zum Beispiel dann verschieden hohe Punktzahlen zu erreichen. Also diese verschiedenen Geschicklichkeitsspiele sind richtig cool meiner Meinung nach. Und vielleicht auch eine Sache mit der Motorik, die irgendwie ein bisschen in der heutigen Zeit zu kurz kommt? Ich weiß es nicht, aber damit natürlich nicht genug. Mini-Autos gibt es hier. Das sind so Münzautos, die man kennt, so kleine elektrische. Auch hier eine richtig starke Gestaltung, wie man sieht, mit einem richtig coolen Hintergrund. Das Ganze ein bisschen wetterunabhängig und überdacht, so wie der Hasenstall, was ein großer... Ja, die geben aber Gas. Großer Hasenstall zum Spielen und Krabbeln, aber ohne echte Hasen. Aber auch, siehst ja auch Möhrchen und so, ein paar Röhren, also richtig schön gestaltet, groß, komplex. Und wir sind gerade ja bei der großen Eröffnung ein wenig am Buffet vorbei, denn da geht es zum Ausritt. Es gibt eine Pferdereitbahn, bei der es aber auch 2 Einhörner gibt, mit denen man reiten kann. Und dann kann man hier schön durch den Bereich reiten. Außerdem gibt es dann auch verschiedene Zerspiegel. Und ja, wenn man als Kind zum Beispiel rausfinden möchte, wie sehe ich denn aus, wenn ich größer, kleiner, dicker oder dünner bin, kann man sich dann vor diese Zerspiegel stellen. Es gibt hier direkt den Münzverkauf auch, weil es ja teilweise mit Münzeinwurf hier alles ist. Und dann könnt ihr auch mit der Torfbahn fahren, angelehnt an eine alte Eisenbahn, aber die Geschichte des Torfes und der Region Emsland und dem Torf angelehnt. Mit 2, ich nenne sie jetzt mal Dark Ride Parts, also Scheunendurchfahrten, wo ihr zum einen durch einen Geräteschuppen, eigentlich ist es ein Gemüselager, danach kommt so der Geräteschuppen Werkstatt, wo auch ein Schwein in einem Autoreifen stecken geblieben ist und quiekt. Richtig cool und detailvoll gestaltet und eine schöne Fahrt. Was ich richtig, richtig stark finde, ist der Kammerjäger. Das ist hier eine ganz neu entwickelte Attraktion von der Firma Kirschner. Die haben hier Kanonen, mit denen geht ihr als Kammerjäger in einer alten, traditionellen Hofküche auf Jagd nach Kakerlaken. Ein bisschen tricky, wir haben es gerade schon gemacht, macht aber mega Spaß. Und man sieht, die Feder sind quasi auch schon wieder am Start. Und gibt auch kleinere Kanonen. Mit dem Fußpedal löst ihr die Kanone aus und dann fliegen Softball, Hohlkammerkugeln auf Ziele und ihr sammelt Punkte. Und danach gibt es auch dann die Anzahl an Kakerlaken, die man verjagt hat. Es bleibt aber nicht nur beim Schießen, Reiten, Fahren, es wird auch aktiv und es gibt hier den Spiel- und Kletterbereich. Das ist eine Sprache, die ich nicht verstanden habe, worum es hier geht. Und dann, wie gesagt, Trekker Tour, das Highlight, die neue Traktorbahn von ABC Rides, die ihr ab 95 cm Körpergröße fahren könnt und ab 1,20 Meter sogar alleine ohne Begleitung. Ich glaube, ich habe vor lauter Überwältigung, wie gut das hier aussieht, vergessen zu sagen, dass bei der Pferdereitbahn auch ein langer Dark Ride Part ist, wo man durch die Stellen der Pferde fährt, wo Pferde auch drin stehen. Und die Warteschlange von der Trekker Tour bezieht sich auch noch auf die Geschichte des Emslands und auch die Geschichte von Schloss Dankern und ist so unglaublich gut gestaltet. Das ist ein echtes Fachwerkhaus und detailverliebte Gestaltung im Inneren. Also es ist wirklich richtig, richtig stark, was hier neu geschaffen wurde. Und es war eben auch bei der Eröffnungsrede, dass man fast schon so viel, wenn nicht sogar eigentlich mehr Geld investiert in die Gestaltung der Themenwelten als in die Fahrattraktionen und anderen Attraktionen selbst. Und das sieht man hier, das ist wirklich Weltklasse-Niveau, was Schloss Dankern hier gestaltungstechnisch auch abgeliefert hat. So Leute, bevor ich euch sage, wie ich vor allem die Fahrt bei der Trekker-Tour fand, müssen wir natürlich mit den Menschen sprechen, die das Ganze eigentlich irgendwo unterm Strich zu verantworten haben. Neben den ganzen Gewerken von Baufirmen, Herstellern oder auch überhaupt die Genehmigungen gibt es ja Leute, die das überhaupt entscheiden und machen wollen und umsetzen. Und da swipen wir jetzt mal rüber. Mein Name ist Christian Freier von Landsberg-Veen und ich bin der Geschäftsführer vom Ferienzentrum Schloss Dankern. Für alle, die jetzt das Schloss Dankern noch nicht kennen oder das Ferienzentrum Schloss Dankern nicht kennen, wie muss man sich das vorstellen? Weil ihr seid ja nicht so der klassische Freizeitpark. Das ist genau richtig. Wir sind nicht der klassische Freizeitpark, sondern wir bieten hauptsächlich das Angebot für Übernachtungsgäste. Wir vermieten 800 Ferienhäuser, haben ein eigenes Hallenbad, haben eine Adventure-Golfanlage, haben einen überdachten Spielplatz, wie hier diesen freien Spielplatz, jetzt neu mit dem Forsthof, einen großen See mit Wasserskianlage. Wir haben ein eigenes Kino, also wir sind sehr vielfältig aufgestellt. Bevor wir zu dem neuen Bereich kommen, die Wasserskianlage, ist die nicht sogar die längste Europas oder irgendwie sowas? Gab es da nicht sowas mal? Fast richtig. Die Wasserskianlage ist die älteste Europas. Also der Herr Rixen hat damals mit meinem Großvater gemeinsam diese Wasserskianlage
hier auf dem Dankernsee errichtet. Spannend. Wir stehen jetzt in einem neuen Themenbereich, Themenwelt. Wo stehen wir hier? Was habt ihr geschaffen und was habt ihr euch dabei gedacht? Also wir sind ja hier in Schloss Dankern in unserem Freizeitpark und da haben wir einen neuen Themenbereich, eine neue Themenwelt geschaffen, der Forsthof. Wir haben uns dabei gedacht, wir wollten wieder so zurück zu unseren Ursprüngen im Emsland. Wir sind ein Familienunternehmen, mittlerweile in der 3. Generation und wollten das Emsland-Thema noch weiter nach vorne bringen. Wie kam es dazu, dass ihr euch für einen Prototyp entschieden habt? Das birgt ja immer ein gewisses Risiko. Ja, voll. Wir sind auch sehr lange um diesen Prototypen drumherum geschlichen. Das Produkt gibt es ja von ABC Rides schon länger im Markt, immer nur als Idee. Und wir haben gesagt, okay, wir gehen den nächsten Schritt. ABC Rides hat es uns auch noch nicht so schwierig gemacht, sondern haben den ersten Prototypen gebaut auf einer Strecke. Und als wir den gefahren haben, haben wir gesagt, okay, auf jeden Fall machen wir das. Ich weiß auch, dass die ganze Branche sozusagen drauf guckt, weil Prototyp ist immer eine Herausforderung. Deswegen stehen wir auch jetzt im Sommer hier und nicht schon im Frühjahr zum Beginn der Saison. Wir sind aber von diesem Produkt so begeistert gewesen und vor allen Dingen aus Kinderaugen, dass man sieht keine Schiene, man sieht keine Technik. Der Trecker macht ein normales Motorgeräusch und ich als Kind fahre drauf und lenke selber. Das hat uns einfach mega überzeugt. Der Prototyp hat jetzt später eröffnet als geplant. Seid ihr da schon am Ende eurer Reise und habt das Ziel erreicht, was ihr schaffen wolltet mit der Attraktion, oder geht da noch was? Es geht auf alle Fälle noch was. Also die Entwicklung bleibt nicht stehen. Das ist das Schöne bei diesem Konzept oder dieser Attraktion. Dass wichtig war, dass die Technik, also die Hardware steht, dass der TÜV sagt, alles klar, die Sicherheitsmaßnahmen, die ergriffen worden sind und auch das Sicherheitskonzept überzeugt uns, ist abgenommen. Und jetzt geht es daran, die Verlässlichkeit weiter in die Höhe zu treiben und auch die Strecke, also wie weit kann ich steuern, das noch weiter zu entwickeln, sodass das Gefühl, dass ich wirklich selber steuere auf der Strecke, noch besser wird. Vielleicht abschließend noch, ihr habt das jetzt vielleicht so ein bisschen zwischen den Zeilen im Subtext mitbekommen. Das ganze Ride-System hat so ein bisschen mehr Potenzial, was wir auf der Teststrecke auch schon gezeigt haben. Das Video verlinke ich euch noch mal am Ende in der Endcard auch. Es wird hier auf jeden Fall noch ein bisschen was angepasst. Man guckt sich das Ganze noch mal an. Man kann auf jeden Fall noch einige Parameter mehr ausreizen und sich da ein bisschen dran tasten. Aber wir haben eine Weltneuheit und einen Prototyp. Und ich glaube, allein den Mut zu haben, als Park sich einen Prototyp hinzustellen, ist stark. Ich fand es jetzt bei der Fahrt halt so, dass das Geschwindigkeitspotenzial nicht ganz ausgenutzt wurde, was man kennt, was da ist. Und dadurch, dass die Strecke teilweise nicht so breit bzw. sehr kurvig und verwinkelt ist, hast du nicht so viele Passagen, wo du sehr frei fährst. Jetzt kommt das Problem dazu, dass ich sehr viel Auto fahre. Und das Autofahr-Feedback, was man bei einem Lenkrad bekommt, bekommst du bei dem Tracker jetzt nicht so. Vor allem an den Punkten, wo du an die Grenzen der Strecke kommst, die vorgegeben sind durch das GPS-Netz, was da drüber gelegt ist. Aber gleichzeitig ist es halt auch so, wenn du jetzt als Kind hinter dem Lenkrad eines so großen Traktors sitzt, auf einer so freien Fläche, die keine bauliche Begrenzung, keine optische Begrenzung hat und damit frei fährst. Und ich habe mich zwischendurch auch gesagt, warte, nimm dich mal ein bisschen selber zurück und lass dich mal ein bisschen fallen. Und dann ist das super krass. Also es ist halt so, was mache ich mit diesem großen Traktor? Und darum geht es ja eigentlich. Das ist hier ein Park, wo du mit der ganzen Familie auch eine sehr gute Zeit verbringen kannst und sollst und auch wahrscheinlich tust. Und wenn dann deine Kinder selber einen Traktor so steuern und den auf einer so weit freien Fläche selbst steuern, ist das schon ziemlich stark. Es gibt verschiedene Holzbalken, über die man drüber fährt. Man hat Verschränkungen mit drin und man fährt durch ein Wasserbecken. Das alles kann man sogar auch noch mal hochskalieren. Aber wir sind bei dem ersten seiner Art und von daher ist da, glaube ich, sehr viel Potenzial im Gesamten. Und es muss nicht nur ein Trecker sein. Es kann ja auch ein Expeditionsjeep sein, der durch den Dschungel fährt oder ähnliches. Also glaube ich, dass es auf jeden Fall sich gelohnt hat, für Schloss Dankern den Mut zu haben, sich diesen Prototypen hinzustellen. Und ABC Rides haben, glaube ich, ein ziemlich cooles Ride-Konzept neu entwickelt und jetzt erstmalig ausgeliefert, sodass die Zukunft, glaube ich, sehr spannende weitere Rides weltweit uns bringen kann und auch hier in Schloss Dankern da noch einiges passiert. Und wir wünschen viel Erfolg für beide Parteien und euch hoffentlich gute Erkenntnisse aus diesem Video und damit die Planung, euren nächsten Kurzurlaub hier in Schloss Dankern im Emsland zu verbringen.